Zeit für regelmäßige und unregelmäßige Verben. Hallo liebe Zuschauer, gut, dass ihr heute wieder dabei seid, denn wir schauen uns den Unterschied zwischen regelmäßigen und unregelmäßigen Verben im Präsens an. Wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, wann man das Präsens benutzt, dann schaut euch mein letztes Video an. Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Und was ist ein regelmäßiges Verb? Man nennt es auch schwaches Verb. Ein sehr schönes Beispiel ist das Verb lachen. Diese Form steht im Infinitiv. Der Infinitiv ist die Grundform von Verben. Er zeigt keine Zeit und auch keine Person an. Ein Infinitiv hat einen Stamm und eine Endung. Im Deutschen ist die Endung en für Infinitive ganz typisch. Schauen wir uns das Verb lachen einmal näher an. Sie lacht, sie lachte, sie hat gelacht. Seht ihr schon etwas? Zum Vergleich noch zwei andere Verben. Sie kochen, sie kochten, sie haben gekocht. Er spielt, er spielte, er hat gespielt. Diese Verben nennt man regelmäßig oder auch schwach, weil sie ihren Stamm nicht verändern, wenn man sie im Präteritum oder im Perfekt benutzt. Die gute Nachricht: die meisten deutschen Verben sind regelmäßig. Die schlechte Nachricht: wir benutzen unregelmäßige Verben sehr oft. Jetzt interessiert uns aber erstmal das Präsens. Wir konjugieren das Verb lachen. Konjugieren heißt, ich nehme den Infinitiv und bilde die 6 möglichen grammatischen Personen in einer bestimmten Zeit, in diesem Fall im Präsens. Ich lache, du lachst, er, sie, es oder man lacht, wir lachen, ihr lacht, sie lachen. Links seht ihr wieder die Personalpronomen. Dann haben wir den Verbstamm und rechts die Endungen. Das sind die Endungen der meisten Verben. Zum Vergleich noch das Verb kochen. Und hier noch das Verb spielen. Seht ihr? Alles regelmäßig. Natürlich gibt es wieder ein paar Sonderformen. Ihr wisst ja, dass es im Deutschen sehr viele Ausnahmen gibt. Das ist auch hier wieder der Fall. Schaut euch mal das Verb arbeiten an. Wenn man das regelmäßig konjugiert, passiert Folgendes. Ich arbeite, du arbeitst. Er arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet und sie arbeiten. Seht ihr, was hier das Problem ist? Ich kann manche Formen nicht gut aussprechen und deshalb benutze ich ein E und sage, du arbeitest, er arbeitet, ihr arbeitet. So kann man es viel einfacher aussprechen. Das Gleiche gilt für die Verben antworten, atmen und öffnen. Auch ein bisschen speziell ist das Verb lächeln. Ich kann hier sagen, ich lächele, aber wir benutzen auch oft die Form ich lächle. Dann sagen wir nicht wir lächeln, sondern wir lächeln und sie lächeln. Ähnlich ist es bei dem Verb ändern. Man sagt nicht wir ändern, sondern wir ändern und sie ändern. Schaut euch auch mal die Infinitive an. Sie hören nicht mit en auf, wie es normalerweise für einen Infinitiv der Fall ist. Wenn regelmäßige Verben ihren Stamm nicht ändern, was machen dann unregelmäßige bzw. starke Verben? Richtig,
Sie ändern ihren Stamm. Sie gewinnt, sie gewann, sie hat gewonnen. Er sitzt, er saß, er hat gesessen. Seht ihr hier den Unterschied zu den regelmäßigen Verben? Der Stamm ändert sich. Aber oft sieht man im Präsens gar nicht, dass das Verb unregelmäßig ist. So wie bei gewinnen. Ich gewinne, du gewinnst, er, sie, es oder man gewinnt, wir gewinnen, ihr gewinnt und sie gewinnen. Seht ihr? Das sieht alles regelmäßig aus. Das heißt also, viele unregelmäßige Verben sehen im Präsens total regelmäßig aus. Erst wenn man sie im Präteritum oder im Perfekt benutzt, dann sieht man, dass sie unregelmäßig sind. Mein Tipp an euch: Lest so viel ihr könnt, Texte, Bücher, Romane, holt euch, was ihr in die Finger bekommen könnt. Schaut euch Filme an mit deutschem Untertitel, denn überall dort bekommt ihr diese ganzen Verbformen in allen Zeiten. Im nächsten Video sprechen wir über unsere wichtigsten unregelmäßigen Verben und wie man sie korrekt benutzt. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein. Das war's schon wieder für heute. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Julia.